Kevin, ich bringe schnell den Müll raus. Warte kurz, Anna. In der Tüte ist alles zusammen. Ja, Papier, Plastik, Glas und Essensreste. Ist das ein Problem? In Deutschland trennt man Müll meistens. Ich weiß das, aber ich vergesse oft, was wohin kommt. Wir machen es langsam und einfach. Ich wollte nur schnell fertig werden. Schnell ist schön, aber richtig ist besser. Welche Gruppen brauchen wir? Papier, Verpackung, Glas, Bio und Restmüll. Papier, Verpackung, Glas, Bio und Restmüll. Genau. Wir sortieren alles auf dem Tisch. Ich sehe eine alte Zeitung. Die Zeitung ist Papier. Ich sehe eine Joghurtverpackung. Das ist Verpackung. Ich sehe ein leeres Glas. Das gehört zum Glas. Und die Apfelschale? Das ist Bio. Was ist Restmüll? Dinge, die nicht in die anderen Gruppen passen. Okay, heute lerne ich Mülldeutsch. Genau. Sehr nützliche Alltagssprache. Wir beginnen mit 5 kleinen Haufen. Ein Haufen für Papier. Ein Haufen für Verpackung. Ein Haufen für Glas. Ein Haufen für Bio. Und einen Haufen für Restmüll. Jetzt nimm ein Teil und sag, was es ist. Diese Zeitung ist Papier. Ja, sie kommt später in die Papiertonne. Dieser Karton ist auch Papier? Ja, Karton gehört auch dazu. Diese leere Nudeltüte ist Verpackung. Richtig. Sie kommt in die gelbe Tonne oder den gelben Sack. Gelbe Tonne oder gelber Sack. Das ist lang. Du kannst kurz sagen, Verpackung. Dieses Glas ist leer. Es kommt zum Altglas. Genau, aber wir prüfen später die Farbe. Die Apfelschale ist Bio. Ja, Bioabfall. Und dieses alte Taschentuch? Das kommt in den Restmüll. Ich verstehe langsam die Gruppen. Die Gruppen machen es leichter. Erst sortieren, dann rausbringen. Das ist ein guter Plan. Jetzt sind wir unten bei den Tonnen. Ja, hier stehen die Mülltonnen vom Haus. Ich sehe mehrere Tonnen. Wir suchen zuerst die Papiertonne. Diese Tonne ist für Papier und Karton? Genau. Zeitung, Briefumschlag und Karton kommen hier hinein. Ich falte den Karton kleiner. Das spart Platz in der Tonne. Die Zeitung kommt auch hinein. Ja, aber kein Essen dazu. Papier muss sauber sein? Am besten sauber und trocken. Diese Pizzaschachtel hat Fett. Wenn sie stark schmutzig ist, gehört sie nicht zum sauberen Papier. Ich bin mir nicht sicher. Das ist ein nützlicher Satz. Ich bin mir nicht sicher. Wenn du unsicher bist, fragst du oder schaust auf die Hausregeln. Für heute merke ich mir, sauberes Papier in die Papiertonne. Genau. Die Papiertonne ist jetzt erledigt. Als nächstes kommt Verpackung. Gelbe Tonne oder gelber Sack. Richtig. Wir schauen, was hier im Hof steht. Hier ist die gelbe Tonne. Perfekt. Was kommt hinein? Verpackungen. Zum Beispiel Joghurtbecher und Nudeltüten. Genau. Leere Verpackungen. Muss der Joghurtbecher ganz sauber sein? Er sollte leer sein. Du musst ihn nicht perfekt waschen. Leer ist wichtig. Ja, leer und ohne Essensreste. Diese Plastikfolie kommt auch hinein. Das passt. Und dieser Briefumschlag? Warte, der Briefumschlag ist Papier. Stimmt, fast falsch. Der Briefumschlag kommt in die Papiertonne. Genau. Du hast es selbst bemerkt. Ich muss die Gruppen im Kopf behalten. Sag sie noch einmal. Papier in die Papiertonne. Verpackung in die gelbe Tonne.
Glas zum Altglas. Bio in die Biotonne. Rest in den Restmüll. Das ist eine klare Wiederholung. Ich fühle mich sicherer. Jetzt kümmern wir uns um Glas. Das Glas ist nicht hier bei den Tonnen, oder? Nein, oft steht Altglas draußen an einem Sammelcontainer. Hier stehen die Glascontainer. Ja, hier kommt Altglas hinein. Ich habe ein leeres Marmeladenglas. Das passt zum Altglas. Muss der Deckel ab? Am besten machst du den Deckel ab. Der Deckel ist aus Metall. Der Deckel gehört eher zur Verpackung. Das Glas kommt in den Glascontainer. Genau. Schau auch auf die Farbe. Es gibt weißes Glas, braunes Glas und grünes Glas. Richtig. Dein Glas ist weiß. Also kommt es zu Weißglas. Passt. Und diese Wasserflasche? Hat sie Pfand? Ja, ich glaube schon. Dann kommt sie nicht zum Altglas. Was mache ich damit? Du bringst sie zurück zum Supermarkt. Ah, Pfandflasche zurückbringen. Genau. Dafür bekommst du später einen Bon. Das ist ein anderes System. Ja, aber der Satz ist einfach, die Flasche hat Pfand. Die Flasche hat Pfand. Ich bringe sie zurück. Sehr klar. Glas ist jetzt erledigt. Jetzt fehlen Bio- und Restmüll. Jetzt habe ich noch Apfelschalen und Kaffeesatz. Das ist Bioabfall. Also in die Biotonne. Ja, wenn das Haus eine Biotonne hat. Hier steht eine braune Tonne. Das ist die Biotonne? Genau. In vielen Häusern ist sie braun. Apfelschalen kommen hinein. Und der Kaffeesatz auch. Diese alte Serviette ist schmutzig. Sie kommt eher in den Restmüll. Restmüll ist für den Rest. Genau. Aber nicht einfach alles hineinwerfen. Erst frage ich, gehört es zu Papier, Verpackung, Glas oder Bio? Wenn nein, ist es oft Restmüll. Das ist eine einfache Frage. Ja, sie hilft im Alltag. Ich habe jetzt nur noch ein altes Taschentuch. Das kommt in den Restmüll. Die Restmülltonne ist hier. Jetzt ist alles getrennt. Ich dachte, das dauert länger. Mit Gruppen geht es schneller. Eine Sache ist noch unklar. Welche Sache? Sind die Regeln überall gleich? Nicht immer. Fragen wir Frau Becker. Sie kennt das Haus. Guten Tag, Anna. Sortieren Sie den Müll? Ja, guten Tag, Frau Becker. Ich übe heute Müll trennen. Das ist sehr nützlich. Anna möchte sicher sein, was wohin kommt. Ich bin mir manchmal nicht sicher. Das ist normal. Die Regeln können je nach Stadt etwas anders sein. Also muss ich auch auf die Hinweise im Haus schauen? Ja, genau. Unten am Brett hängen oft Informationen. Ich habe heute Papier, Verpackung, Glas, Bio und Restmüll getrennt. Das ist ein guter Anfang. Darf ich fragen, wo kommt schmutziges Papier hin? Wenn es stark schmutzig ist, kommt es meist nicht zum sauberen Papier. Also frage ich lieber, wenn ich unsicher bin. Das ist immer klug. Anna, wiederhole deine wichtigsten Sätze. Ich bin mir nicht sicher. Wo kommt das hin? Gehört das in die Papiertonne? Gehört das in den Restmüll? Diese Fragen helfen sehr. Danke für Ihre Hilfe. Gern. Mit der Zeit wird es Routine. Genau. Heute war der erste Schritt. Beim nächsten Mal bin ich schneller. Jetzt ist der Müll getrennt und draußen. Ja,
Du hast alles Schritt für Schritt gemacht. Am Anfang war alles in einer Tüte. Jetzt kennst du die wichtigsten Gruppen. Papier kommt in die Papiertonne. Verpackung kommt in die gelbe Tonne. Glas kommt zum Altglas. Bio kommt in die Biotonne. Der Rest kommt in den Restmüll. Das ist eine klare Zusammenfassung. Ich habe auch gelernt, dass Regeln lokal anders sein können. Deshalb sind Hinweise im Haus wichtig. Eine Sache merke ich mir besonders. Welche Sache? Wenn ich unsicher bin, frage ich, wo kommt das hin? Das ist ein perfekter Alltagssatz. Jetzt üben wir 5 Sätze. Sprich langsam mit. Wir müssen den Müll trennen. Wir müssen den Müll trennen. Das kommt in die Papiertonne. Das kommt in die Papiertonne. Das gehört in den Restmüll. Das gehört in den Restmüll. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Wo kommt das hin? Wo kommt das hin? Und jetzt 3 Fragen für die Kommentare. Trennst du zu Hause den Müll? Welche Tonne ist für dich schwierig? Gibt es in deinem Haus eine Biotonne? Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.